Freunde, ja, wir kommen zurück. 10 Designer-Geheimtipps möchte ich euch heute vorstellen. Diese 10 Designer-Parfüms sollte jeder Mann besitzen, bin ich der Meinung. Und ich glaube nicht, dass diese Düfte jeder Mann besitzt. Und deswegen, ja, möchte ich euch sie mal gerne unter den Riechkolben, geht's ja nicht, aber unter der Nase oder unter den Augen, für besser gesagt. Riechkolben, Nase ist ja dasselbe. Also wir gehen rein, mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. So, der erste ist der nicht neue, aber der Issey Miyake Le Dessert. Und den gibt's ja auch als Parfüm und als Eau de Parfüm und als Eau de Toilette. Ich habe jetzt das Eau de Toilette rausgesucht, weil ich bin der Meinung, dass dieser Duft definitiv unterschätzt ist. Und das ist einer der schönsten Düfte, die es mit gibt. Also ihr bekommt sehr geile Komplimente dafür. Gucken wir mal, ob der Fokus das nimmt. Wie gesagt, nochmal, wenn der Fokus das nimmt, nicht nimmt, sorry, dann ja, dann ist das so. Der spinnt ab und zu mal rum. Und ja, ein sehr schöner Duft, wenn man salzige Düfte mag. Hier mit Ingwer versetzt. Der andere ist mit Safran, das Parfüm zum Beispiel. Alle 3 Varianten habe ich und die sind bombastisch gut. Ja. Oh, ich liebe, das sind für mich, und das sage ich einfach so, wie es ist, schonungslos, das sind für mich die besten Düfte und die 3 Ableger, also das Eau de Toilette, das Eau de Parfüm und das Parfüm der letzten 10 Jahre im Designerbereich. Schönes Ding. Das ist nicht neu erfunden worden, in Anführungsstrichen, das Salzige, aber die Wärme, die Aura, wie dieser Duft oder diese diese 3 Düfte, sorry, sag mal, die haben eine Aura, und dieses bombastisch gut. Und wie gesagt, sie kommen da draußen richtig gut an. Und die stehen im Raum, dieses Salzige. Aber es ist nicht ekelhaft. Ne? Es hat, wie gesagt, eine schöne warme Aura durch den Ingwer, durch den Safran und so weiter und so fort. Richtig schöne Teile. Ja, solltet ihr mal unter den Riechkolben führen. Unbedingt testen. Unbedingt. So, der nächste ist der Tom Ford Noir Extreme. Ja, auch der... Das ist im Endeffekt immer noch ein Geheimtipp. Den hat keiner so wirklich auf dem Schirm. Ihr dürft euch nicht jetzt nehmen, die richtigen Verrückten. Aber da draußen gibt es eindeutig zu wenig Leute, die diesen Tom Ford, sag ich mal, kennen. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Da ist eine indische, glaube ich, Süßspeise mit drin, die ich immer wieder vergesse. Gulfi, keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall riecht dieser Duft sehr einzigartig. Es ist ein sehr uniker Duft, den ihr so nicht findet. Also unique ist immer sehr interessant, finde ich, ist auch mal was anderes, weil sehr viele Düfte aktuell ähnlich riechen, vielleicht sogar gleich. Und das müsst ihr selber entscheiden. Ich finde es schon, aber dieser Duft ist, ja, sehr, sehr nice. Und Tom Ford, für die Leute, die es nicht wissen, gehört zu den Designern. Also bevor ihr gleich gemeckert werdet, Tom Ford ist nicht Nische, sondern Designer. Es gibt immer Leute, die das noch nicht wissen. Ist ja auch nicht so wild. Ein sehr schön maskuliner, würziger Duft mit dieser indischen... War das jetzt richtig? Ist ja egal. Schaut nach. Das ist aber ein Duft, muss ich sagen, den kann man nicht immer tragen, aber er ist eindeutig unterschätzt. So, genauso wie der nächste. Und das ist der Calvin Klein Obsession. Ja, Obsession. Den gibt's ja schon so lange. Was für ein geil würziger, korianderiger Zimtduft. So, ihr schreckt bestimmt ab wegen Koriander, aber der ist elegantes Gentleman, ja, die könnt auch James Bond tragen. Also Obsession, sage ich euch, den solltet ihr auf jeden Fall testen. Der kostet nicht mehr viel, das ist ein schönes Teil und ich finde, ich muss ihn mal jetzt sprühen hier. Geil. Ah, der ist richtig gut. Der ist warm, würzig. Ja, dieses Koriander ist minimal, ist schon da, aber das ist so gut abgestimmt mit dem Zimt, und dann diese Wärme und diese Würzigkeit, das sind noch Düfte gewesen. Oh, Calvin Klein, richtig gut. Also Obsession, früher oft getragen, aktuell oder heutzutage einfach unterschätzt im Designerbereich. Ist einfach so. Solltet ihr auf jeden Fall haben. So, der nächste, Dior Homme Sport. Ja, tatsächlich, der Sport ist unterschätzt. Schöne zitrische Note, holzig im Hintergrund. Und das ist die 2, ich weiß es nicht, 24 oder 21, aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es den überhaupt noch gibt. Wenn ihr den auf jeden Fall bekommen könnt, ihr müsst den unbedingt holen. Ich weiß nicht, warum der Dior Homme, also alle Homme
sag ich mal, Versionen sind so gut angekommen. Nur der Sport, außer der ganz erste, weil die Iris-Version oder beziehungsweise die Iris noch hier drin ist. Hier ist die Iris, den könnt ihr wirklich die 21er, glaube ich. Ne, die 21er, es war die Iris nicht mehr dabei. Ich weiß, dass das erschreckend ist, weil Zero Arm ist immer mit Iris und da gab es auch sehr viel Shitstorm. Aber wenn man den öfters trägt, dann ist das richtig lecker. Nee, hier ist, ich glaube, das ist ein 24er. Ich weiß das alles nicht mehr. Auf jeden Fall geiler Duft, solltet ihr testen. So, und der nächste, da werdet ihr wahrscheinlich sagen, hä? Was labert der Doktor? Ja, hinhören jetzt. Acqua di Gio. Natürlich nicht das Eau de Toilette, aber die Parfüm-Variante, die ist so unterschätzt und die ist auch, wo der rausgekommen ist, nicht gut angekommen. Ich verstehe gar nicht warum, weil hier haben wir eigentlich das Eau de Toilette nur in abgerundeter, tiefer und stärker. Ich weiß gar nicht, was das soll. Jetzt ist natürlich das bearbeitet worden und so weiter. Das ist die Version, bitte nicht verwechseln mit den neuen Parfüm. Ich glaube, heißt Parfüm Intense. Da kommt kein Mensch mehr mit, aber das soll nur noch eine süße Plöre sein. Ich kaufe das auch nicht mehr. Ich bin bei Acqua di Gio raus. Ich habe das Eau de Toilette, ich habe das Eau de Parfüm, ich habe das Parfüm, ich habe das Profumo und Profondo. Das reicht ja wohl. Und das sind auch die besten. Alles, was das Profondo als Eau de Toilette. Ich habe das schon nicht mehr, das Eau de Parfüm. Da bin ich dann irgendwann raus, das reicht. Aber das ist ein schönes Ding. Aber überhaupt irgendwie nicht bei den Leuten drauf. Solltet ihr wirklich mal kaufen, testen. Das ist zusammen mit den Eau de Toilette ist das nochmal so ein bisschen für abends noch geiler. So, der nächste Boss Bottle. Aber natürlich nicht das Eau de Toilette auch nicht, sondern ja, Boss Bottle Oud. Und das Ding stelle ich ja schon lange vor. Boss erwerbt tatsächlich, dass echtes Oud mit drin ist. Es ist mir auch scheißegal, ob da echtes Oud mit drin ist. Ich sage nur, dass dieses Oud einfach anders ist als wie jedes andere Oud, was ihr gerochen habt. Es ist natürlich ein bisschen lederhaftig, aber im Hintergrund kommt ein würziges Oud, was ich so in keinen Duft bis jetzt gerochen habe, außer im Boss Bottle Oud. Das müsste ist das Eau de Parfüm, ja. Genau. Also, wenn ihr Bock habt auf mal einen anderen Oud-Duft, dann würde ich ganz klar, wie gesagt, nochmal, ich hoffe, dass das scharf eben war. Wenn nicht, tut mir das leid. Er macht immer, was er will. Das ist Fokus. Ja. Schönes Teil, hält gut, ist stark und es soll echtes Oud drin sein. Ja, der nächste ist ein Duft, den hatte ich früher. Ich weiß gar nicht, ob ich den leer gemacht habe. Dann hatte ich ihn jahrelang nicht und dann habe ich gesagt, Mann, ich muss den wieder haben. Der ist richtig, ich glaube, das ist der Duft, der komplett unter den Radar von allen, die hier drin sind, fällt. Und zwar ist es von Davidoff und zwar Horizon. Warum ist dieser geile, ich glaube auch Ingwer, aber sehr, sehr holzig frisch, der Name, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht blende ich das ein, wenn ich das finde, ist schwer, wo der Mann, glaube ich, auf den Bergen gestanden hat, irgendwo und über den Horizont geschaut hat, das passt so. Wenn ihr denn den Duft riecht, und zwar es gibt ja auch nur noch das Eau de Toilette, also das Original hier, wenn ihr diesen Duft, der kostet nicht mehr viel, Leute, holt euch dieses Parfüm. Das muss auch nicht unbedingt so lange halten, aber die DNA ist einzigartig. Den habt ihr auch so noch nicht gerochen. Und deswegen muss der Horizon, Davidoff oder Horizont, wie auch immer auf Deutsch, der muss einfach in eure Sammlung. Ein richtig schön holziger, entspannter, relaxter, ja, Ingwer. Ich bin der Meinung, Ingwer da auch drin. Ja. So, der nächste ist für einen Duft, für den ich am meisten bis jetzt tatsächlich von meinen ganzen über 1200 Düfte oder 3000 Düfte, die ich schon gerochen habe, am meisten Komplimente im Moment, also nicht im Moment, sorry, aktuell überhaupt in der ganzen Zeit habe ich am meisten Komplimente für diesen Duft bekommen. Der ist immer noch auf 1, ja, obwohl langsam, da kommen auch andere, aber der ist noch nicht, ja, geschlagen, und zwar Prada Luna Rossa Sport. Ja, die Sport-Variante, ja, viele meinen, der hat so ein bisschen mit Le Mal-Ähnlichkeiten. Ja, ein bisschen hat er das auch, aber frischer, denn die Prada-DNA und Prada, ihr wisst doch, wie sexy Prada ist oder was Prada immer mit Düften macht. Die sind
ultra sexy. Ich glaube, keine Brand schafft das besser als Prada. Und hier haben sie das richtig gut gemacht. Hier, das ist die neue Version, die gab's vorher in Silber. Der ist noch ein bisschen potenter jetzt geworden. Finde ich ganz nice. Ich habe auch noch die alte Version, die ist auch gut, aber der ist noch ein bisschen anders. Schönes Teil, cremig, dann diesen minimal Lavendel-Style, Gautier, Le Mal-Style, aber süßer noch, also anders süß, ne? Richtig schönes Teil. So, jetzt kommen wir einen Duft von Paco Rabanne, beziehungsweise noch Paco, Pur Excess. Ja, im Endeffekt auch das ist ein extremer Zuckerduft, süßer Duft, ist wirklich Zucker drin. Aber dieser Duft, der für viele nach Coca-Cola riecht, so wenn man das aufmacht, ist auch unterschätzt im Endeffekt. Weil man könnte jetzt sagen, ja, das ist so penetrant süß, dieser Duft, der geht so auf die Eier. Ja, aber dieser Duft, finde ich, ist, ich hoffe immer, dass der Fokus das nimmt, der ist richtig genial gemacht. Durch die Süße. Wenn ihr wirklich mal was Süßes haben wollt, penetrant süß, so ein bisschen wirklich Coca-Cola-Style, dann ist es der Duft. Und jetzt haben sie was Besseres gemacht. Du kannst ihn abnehmen. Früher musste man den so, und was war zum Kotzen. Du konntest gar nicht richtig sprühen. Ja, Pur Excess. Was heißt jetzt? Den gibt's schon länger. Ich hoffe, es gibt den noch. Geiler, süßer Duft. Richtig süß. Wie gesagt, da ist auch Zucker in den Inhaltsstoffen drin. Richtig nice. So, und jetzt kommt ein Duft. Einer meiner Lieblingsdüfte. Auch wenn ich ihn kaum trage. Ich habe auch noch die Vintage-Version. Er ist trotzdem, früher war er nicht unterschätzt. Deswegen, aber jetzt ist er auf jeden Fall unterschätzt. Und probiert ihn doch bitte nochmal. Chorus von Yves Saint Laurent. Ja, Chorus, der Stinker. Aber er ist inzwischen mehr floral. Früher hat er noch viel mehr animalischer gerochen, nach Pissoir und was alle gesagt haben. Der war schon hart. Aber der ist immer noch gut. Er ist natürlich sehr, trotzdem animalisch, floral. Zwiebel ist natürlich noch drin. Aber das ist ein Duft, der erinnert mich an früher. Und im Endeffekt sage ich immer, ihr müsst den nicht mal mögen, aber wenn einer vielleicht ein bisschen älter ist oder auch vielleicht die Jüngeren, ihr müsst den eigentlich in der Sammlung haben. Eine gute Sammlung muss Chorus beinhalten von, nochmal geil, Yves Saint Laurent. Ja, Chorus Stinker ist geil. Früher war natürlich nicht, verwechselt das bitte nicht, genau wie Obsession. Ich habe ja gesagt, früher war der nicht unterschätzt. Haben den sehr viele getragen, aber wir sind nicht mehr früher, sondern wir sind jetzt 2026 und Männer, Schlag dazu, holt euch die sind so unterschätzt, diese Designer, alle finde ich. Und ja, auf jeden Fall vor allen Dingen, gibt dem mal eine Chance, den Horizon. Ich finde, der ist viel zu viel unter dem Radar. Das ist sehr, sehr schade. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesen Düften. Und dann bin ich raus. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Freut mich sehr aktuell. Alle neuen, die dazugekommen sind, da sind einige dazugekommen. Das freut mich. Und natürlich auch an meine Mitglieder und dass ihr mein Merchandise auch positiv, sag ich mal, bewertet. Das freut mich natürlich auch. Also ich bin raus und bis zum nächsten Mal, Freunde.